Hallo Leute, ich dachte, es ist mal wieder Zeit für ein kleines Video von mir, etwas Vintage-Stuff, um euch die Vorweihnachtszeit zu versüßen, euch zu zeigen, was ich alles Neues gefunden habe. Es ist eine Menge Zeug, ich hätte das Video auch Mega Super Haul nennen können oder wie auch immer. Es gibt einiges an Vintage, es gibt an Figuren, an Hörspielen, an Filmen. Es ist alles dabei, Leute. Lasst uns keine Zeit verlieren, fangen wir direkt an. Und bevor wir jetzt sofort einsteigen in die Tiefe der Vintage Toys und Merchandise, möchte ich euch kurz darauf hinweisen, dass in den folgenden Videos sich ein paar Änderungen einschleichen werden. Ich werde meine Position vielleicht ein bisschen ändern. Ich mache hier alles, um diesen Toy Room optimal auszunutzen, und deswegen muss eventuell die Couch weichen. Also seid gespannt auf die nächsten kommenden Videos. Zudem wird sich auch ein bisschen was an dem Videostil ändern. Ich werde ein paar Sondervideos mit einstreuen, nenne ich es mal. Ja, also es wird weiterhin Collection-Updates geben, aber auch das ein oder andere etwas besonderere Video. Also Leute, seid gespannt, was ich da mir ausgedacht habe und wie es weitergeht. Jetzt geht es auf jeden Fall weiter mit Vintage Toys, und ich möchte anfangen mit einem Teil, ein absolutes Highlight für meine Sammlung. Ich habe es in einer Facebook-Gruppe gekauft, in einer Facebook-Gruppe gekauft, und es ist etwas zu einem meiner beiden Lieblings-80er Jahre Heroes, ja, einem meiner Lieblings-80er Jahre Actionhelden, ja, und es ist Sylvester Stallone, und Sylvester Stallone hatte in den 80er Jahren unter anderem diverse Actionrollen, aber zwei ganz besonders, natürlich war das Rocky und Rambo. Ja, und zu Rocky habe ich was Tolles bekommen, und zwar von der Firma Ertl, ja, aus dem Jahre 1981, eine kleine Spritzgussfigur von Rocky Teil 3. Ich mach dich alle. Okay, versuch's. Wo Rocky gegen Clubber Lang, gegen Mr. T boxt. Ja, eine wunderschöne Figur. Ertl Superstars Die-Cast Metal Movable Figure. Ja, as seen in Rocky 3, Sylvester Stallone, hier noch die Unterschrift, ist natürlich gedruckt. Ja, aber die Figur oder das ganze Package ist in einem wunderschönen Zustand. Ja, die Karte ist top. Hier oben ist ein Preissticker, der hat mal 2,29 $ gekostet und wurde dann auf 1,29 $ reduziert. Ich kann euch sagen, ich habe ein bisschen mehr bezahlt, aber das, was ich bezahlt habe, war vollkommen okay für mich. Ja, ich finde die Figur total klasse. Der Blister ist top erhalten, es ist keine Delle drin, er ist nicht vergilbt, er sitzt feste, bombenfeste auf der Karte. Ja, die Karte in einem wunderschönen Zustand. Ja, Rocky mit seinem Heavyweight Championship Gürtel ja, mit den Boxhandschuhen an. Eine wunderschöne Figur, die sich super in meine Sylvester Stallone, Rambo, Rocky, Over the Top, was auch immer, Sammlung halt einreiht. Wunderschönes Teil. Und jetzt in meiner Sammlung, wie gefällt es euch? Schreibt es in die Kommentare. Ich hatte eben bei Sylvester Stallone Rocky 3 erwähnt, beziehungsweise Clubber Lang, Mr. T erwähnt, und da passt es ganz gut, mit Mr. T weiterzumachen, denn ich habe etwas von Mr. T bekommen, und ich habe hier nämlich eine Shampoo-Flasche von Mr. T. Ich finde den so genial, der sieht so toll aus. Ja, ich halte ihn mal so ein bisschen hoch und runter, damit man den auch mal komplett sieht. Hat unten den Sockel, hat er das A-Team draufstehen. Vor einigen Jahren wurden 4 Männer einer militärischen Spezialeinheit wegen eines Verbrechens verurteilt, das sie nicht begangen hatten. Sie brachen aus dem Gefängnis aus und tauchten in Los Angeles unter. Seitdem werden sie von der Militärpolizei gejagt, aber sie helfen anderen, die in Not sind. Sie wollen nicht so ganz ernst genommen werden, aber ihre Gegner müssen sie ernst nehmen. Also wenn Sie mal ein Problem haben und nicht mehr weiter wissen, suchen Sie doch das E-Team. Ja, hat noch das Etikett mit einem EAN-Code. Von daher, es steht kein Datum drauf, von daher, ich bin mir nicht sicher, von wann der gute ist. Auf jeden Fall ist es ein englisch- oder amerikanisches Produkt. Ich glaube nicht, dass es den hier gab. Es steht auch The A-Team und nicht das A-Team. Ja, auf jeden Fall finde ich Mr. T
total genial mit seiner Goldkette, auch das Schildchen mal nach hinten, mit seiner Goldkette, mit dem grimmigen Blick. Guckt euch mal den Blick an. Ich glaube, du hast sie nicht mehr alle. Ja, also richtig, richtig cool. Ja, und es ist eine Badeschaumflasche. Man kann den Kopf abdrehen, also man kann Mr. T quasi den Schädel, das Knick brechen und habe hier eine Badeschaumflasche. Ich habe hier den Kopf einzeln. Ich finde es total geil. Ja, natürlich sind die Flaschen oder ist diese Flasche leer. Ja, also kein Badeschaum mehr drin. Also ich kann nicht Mr. T's Badewasser schnüffeln oder schlürfen. Ja, das hat schon vielleicht jemand anderes gemacht. Ich muss ihm gerade den Kopf wieder dran schrauben. Das hört sich alles ganz komisch an. Aber dieser Gesichtsausdruck finde ich total geil. Mr. T, Badeschaumflasche. Aber das war noch nicht alles, denn ich habe weitere Badeschaumflaschen bekommen. Ich habe hier einmal Goliath von den Gargoyles. Vor 1000 Jahren regierten Aberglaube und Schwert die Welt. Die Zeiten waren finster. Auch eine Badeschaumflasche. Da steht das Datum drauf, meine ich. Das habe ich eben noch mal gesehen oder gesucht. Das müsste Anfang der 90er sein. Ich sehe es jetzt nicht. Ist auch egal. Auf jeden Fall habe ich hier Goliath, der auf einem Turm, auf dem Schloss, auf den Schlosszinnen, auf den Burgzinnen sitzt. Ja, und noch nicht zu Stein verwandelt ist, sondern wahrscheinlich ist er gerade aufgewacht. Ja, er brüllt. Ja, und das ist total klasse. Den Topper kann ich hier oben abnehmen. Ja, das habe ich hier. Dieses Steinfragment, sage ich mal. Ja, da ist die Füllung drin gewesen, auch natürlich leer. Und hier oben den guten Goliath. Ich finde ihn total toll. Ich finde ihn total klasse. Da fällt sogar die Regina Regenbogen in Ohnmacht. Hier, guckt doch mal hier. In Ohnmacht gefallen. Umgefallen. Ich finde es total toll. Auch die Flügel, wie die hinten aussehen, modelliert sind. Ich finde es total klasse. Ja, Goliath von den Gargoyles, Disneys Gargoyles. Richtig cool. Auch hier eine Badeschaumflasche. Wir sind die Ritter der Nacht. Wir sind die Gargoyles. Und Badeschaumflasche Nummer 3 von etwas älterem Regina Regenbogen. Auch eine Badeschaumflasche, auch der Regina kann ich quasi im wahrsten Sinne des Wortes den Hals umdrehen und habe hier die leere, wiederum Badeschaumflasche. Wer wollte nicht einmal mit Reginas Badeschaum baden? Wer weiß, ja, vielleicht war das von manchen Jungen damals, der Traum, nenne ich es mal. Die ist tatsächlich von 1984, es steht hinten drauf. Wo hat es drauf gestanden? Hier unten steht es. Die ist tatsächlich von 1985. Von 1985 eine Badeschaumflasche, auch ein wunderschönes Teil. Ein Vintage, es ist kein Spielzeug, es ist Merchandise, nenne ich es mal. Ja, eine Badeschaumflasche, auch in einem wunderschönen Zustand. Die Regina steht hier auf dem Sockel und die wandert auch so in meine Regina Regenbogen-Sammlung. Also richtig schön, die habe ich bei eBay gefunden und die musste ich einfach haben. Fand ich total klasse. Was sagt ihr? Ja Leute, wie ihr wisst, wenn ihr meine Videos verfolgt, mir haben es ja zuletzt zu den 70er Jahre, 80er Jahre Toys, auch die 90er Jahre Toys angetan. Und zwar ganz besonders die Toys zu Filmen und Serien. Kleine, feine Toylines, die meistens so um die 6 bis 8, maximal 10 Figuren beinhaltet haben. Ja, wo es dann so ein Playset vielleicht, wenn es hochkommt, überhaupt ein Playset dabei gab, sowie vielleicht 1, 2 Fahrzeuge und das war's. Ja, und ich habe ja schon einige Sachen. Ich habe Waterworld, ich habe, was habe ich noch? Ich habe die Dragonheart Sachen, ich habe die Robin Hood von Kevin Costners Robin Hood, die Figuren und so weiter. Und das finde ich aktuell richtig, richtig toll. Und jetzt habe ich die ersten Sachen, Moment, ich habe in meinem Ludwigshafen Comic- und Figurenbörsenvideo ein loses Teil davon gekauft, erstanden. Ja, wenn ihr das Video gesehen habt, dann solltet ihr jetzt schon wissen, um was es geht. Das war das erste Teil, was ich zu dieser Film-Toyline in meine Sammlung geholt habe. Und ich habe gesagt, davon möchte ich noch mehr haben. Und gesagt, getan, ich habe wirklich Glück gehabt und habe einen wunderschönen Mock, eine wunderschöne original verpackte Figur gefunden.
Und die möchte ich euch jetzt zeigen. Und es handelt sich um niemand Geringeren als Captain Hook, Dustin Hoffman himself, aus dem Film von Columbia TriStar, Steven Spielberg, 1991. Ja, Film Hook. Ja, mit Robin Williams, der leider viel zu früh von uns gegangen ist. Eine wunderschöne Karte. Ich finde diese Hook-Karten, ich finde den Hook-Schriftzug richtig, richtig schön. Wie gesagt, von 1991 meine erste original verpackte, ich sage jetzt doch mal Hook-Figur. Hook kann man gar nicht oft genug sagen. Eigentlich ein cooles Wort, oder? Hook. Sagt mal alle mit. 1, 2, 3. Hook. Total toll. Die Rückseite. Ja, es gab da ein paar mehr Figuren wie die jetzt hier hinten drauf sind. Wahrscheinlich gab es verschiedene Waves, nenne ich es mal. Aber ich habe zumindest jetzt die erste Figur in meiner Sammlung. Der hat hier, ich weiß nicht, ob man das sieht, eine leichte Stresslinie hier auf der Rückseite. Ja, wahrscheinlich, weil sie mal so geknickt wurde, hier an dem, wo der Blister hier vorne aufhört, aufgesetzt ist. Aber das macht mir überhaupt nichts. Ich habe hier den Multi-Blade Captain Hook mit Wechselklingen. Also hier sind noch die 3 verschiedenen Klingen noch da, die man auswechseln kann. Natürlich wird bei dem hier nie was ausgewechselt, denn der bleibt natürlich so in der Packung. Und ich bin jetzt auch im Überlegen, ob ich diese schönen 90er Jahre Figuren, ihr müsst euch überlegen, der ist von 1991, das heißt, der ist auch schon wieder 32 Jahre alt, der Film, wie auch diese Figur, und die ist noch original verpackt. Ich finde es immer bewundernswert, dass man so Sachen noch findet. Bin überlegen, ob ich die halt auch in Cases packe, ja, um die so vor weiterem Schaden, dürfte eigentlich kein Schaden bei mir passieren in der Sammlung, aber vor weiterem Schaden zu bewahren. Den lege ich mal hier runter, denn ein Mock kommt selten allein, deswegen hier Mock Nummer 2. Habe einen von den verlorenen Jungs gefunden, auch zu einem Schnapperpreis in OVP. Und das Schöne ist, das macht mir ja nämlich überhaupt nichts. Hier ist noch ein Preisetikett drauf und ist das falsch rumgeklebt von Karstadt. Und da steht, wenn man das sehen kann, Karstadt 5 D-Mark. Ich finde es total toll. Die Figur hat mal 5 D-Mark gekostet. Das ist einer der verlorenen Jungs, wie gesagt. Das ist der Ace. Und beim Ace heißt es einfach schlicht und ergreifend mit Wasserwerfer. Ja, richtig schöne Figur auf Karte. Ja, und man konnte hier diesen Wasserwerfer oder diesen Rucksack, nenne ich es mal, ihm so hinten oder kann ihm hinten auf den Rücken schnallen. Dann geht dieser Schlauch nach vorne weg und dann kann man hinten drauf drücken und dann spritzt er seine Gegner nass. Es sollte jetzt nicht zweideutig klingen. Nass spritzen ist nochmal was anderes wie, ja, ihr wisst schon Bescheid. Also hier eine weitere Figur von Hook. Jetzt habe ich schon 2 original verpackte Figuren plus, ja, von der Comic- und Figurenbörse aus Ludwigshafen das Krokodil. Ja, Tic-Tac-Croc heißt er, glaube ich. Also schon 3 Sachen, 2 original verpackte und eine lose Figur. Und ich habe noch was von Hook. Jetzt sage ich schon wieder Hook. Es gab von Hook, ich muss es immer wieder sagen, ich finde das Wort so toll. Es gab von dem Film nicht nur Figuren, sondern es gab auch Spielzeug für Kinder, für Live-Action, für Rollenspiele. Und da habe ich was Tolles in Italien gefunden, habe das relativ wirklich günstig bekommen, aus Italien geschickt bekommen, original verpackt. Habe ich hier einen Handschuh mit 3 Klingen und das nennt sich Captain Hook Tree Hook. Also 3 Klingen Captain Hook Handschuh, sage ich jetzt einfach mal. Ich finde es total toll. Das Ding ist noch original verpackt. Ja, hier sieht man so, wie der kleine Junge das Teil über seine Hand zieht und dann habe ich halt auch den Enterhaken etc. oder ein Säbel, ein Messer, was auch immer. Ja, das Ganze ist, wie gesagt, noch original verpackt. Ich habe es wirklich zu einem wirklich günstigen Preis bekommen und es gibt noch verschiedene andere Sachen aus der Hook Toyline. Es gibt noch so ein, wenn man es hier hinten sieht, so ein Holzschwert. Es gibt noch so eine Wasserspritz, muss ich schon wieder sagen, Spritzpistole. Also ich finde es toll, was sich Mattel da zu der Hook, ja, Hook Toyline einfallen lassen hat. Also richtig schön, nicht nur einfach Spielfiguren, sondern auch ein bisschen was für die Kinder, für ihr erstes Rollenspiel. Also heute ist es ganz schön zweideutig, muss ich sagen. Ja, aber auch Kinder machen natürlich Rollenspiele, Kinder spielen und das Teil finde ich toll. Auch das wandert in meine neu gegründete
Hook-Sammlung. I hate Peter Pan. So, dann springen wir einmal in den Jahren noch ein bisschen zurück, und zwar in die 80er Jahre. Und zwar, da gab es eine Fernsehserie, da habe ich auch einmal auf dem Flohmarkt dieses Jahr ein schönes orangefarbenes Auto gefunden. Just a good old boy, never meaning no harm. Beats all you never saw, been in trouble with the law since the day they was born. Straightening the curves, flattening the hills. Someday the mountain might get them, but the law never will. Und ich habe vom Micha, Grüße an dich, der mir schon mal eine Channelspende zukommen lassen hat, habe ich gesehen, dass er etwas anbietet, und ich habe das bei ihm abgekauft. Ja, diesmal keine Channelspende, sondern ich habe es bei ihm abgekauft zu einem wirklich, wirklich sehr, 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 sehr fairen Preis. Es handelt sich um eine Figur von einem Hersteller, den ich auch besonders dieses Jahr sehr lieben gelernt habe, und zwar handelt es um den Hersteller Mego. Die haben ja früher in den 70ern richtig geile Figuren gemacht. Es gibt ja jetzt auch wieder Neuauflagen, die es in den einschlägigen Online-Versandhandeln, sage ich mal, zu kaufen gibt. Aber ich mag halt einfach diese neuen in dem Fall nicht, sondern die alten Figuren. Und er hat mir jemand überlassen, und zwar den Bo Duke von den Dukes of the Hazzard, oder auf Deutsch, ein Duke kommt selten allein. Auf Karte, original verpackt. Ja, die Karte ist in einem okayen Zustand. Der Blister ist hinüber. Ja, das heißt, der Blister ist vergilbt. Der Blister hat Cracks, 3 Stück am Kopf, einen großen, oben nochmal einen, und auch unten an den Füßen kann ich ihn quasi auch komplett aufhebeln. Ja, aber die Figur wurde noch nie rausgeholt aus diesem Blister. Das wird auch bei mir so bleiben. Der ist von 1981. Ich zeige euch mal die Rückseite. Von 1981 steht hier unten. Ja, eine Mego-Figur. Ich finde es total toll. Es gab auch nur 3 Stück hier wiederum, wenn ich das richtig sehe. Es gab Bo Duke, es gab Luke Duke und es gab Daisy Duke. Ja, Daisy Duke, wer hat sie früher nicht angeschmachtet, sage ich mal. Ja, 3 Figuren gab es, also relativ kleine Toyline nenne ich es mal. Hier unten das schöne Mego-Zeichen. Ich liebe einfach diese Mego-Figuren, diese großen. Ja, da hat man was in der Hand. Schon wieder zweideutig. Also Leute, seht es mir nach heute. Ich weiß nicht, was in meinem Kaffee drin war. Aber sehr, sehr schön. Micha, vielen lieben Dank, dass du mir diese Figur zu diesem wirklich super, super Preis überlassen hast. Hat mich wahnsinnig gefreut. Und der kommt jetzt auch in meine kleine, aber feine Mego-Sammlung. So, und jetzt waren wir im Jahr 1981 und jetzt gehen wir noch mal ein paar Jahre zurück in die 70er Jahre. Denn in den 70er Jahren ist eine Fernsehserie, eine Science-Fiction-Serie gestartet, die bis heute großen Kultstatus hat. Vor Tausenden von Jahren begannen die Menschen eine lange Reise durch das unendliche, dunkle und feindliche Universum. Sie hatten Wissenschaft und Technik hochentwickelt, doch den Frieden im All konnten sie nicht finden. Ihre Planetenkolonien wurden immer wieder von feindlichen Intelligenzen zerstört. So jagen sie mit dem Kampfschiff Galactica durch die Unendlichkeit auf der Suche nach einer neuen Heimat. Die riesige Galactica beherbergt die letzten Überlebenden der menschlichen Rasse. Sie stammen von einem fernen Planeten, der Erde. Zu der es auch wiederum von Mattel damals Figuren gab, die relativ selten hier in Deutschland zu bekommen sind. Ich glaube, auch die gab es in Deutschland gar nicht. Ja, und zwar handelt es sich um Kampfstern Galactica. Und hier habe ich mir auch die erste Figur aus der 70er Jahre Toyline von Mattel gegönnt. Und zwar habe ich
gefunden den ziemlich hässlichen Imperious Leader, glaube ich, heißt er, wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Also den Bösen hier mit seinen Glubschaugen und seinem riesen Schädel, ja, verdeckt seinen Körper mit einem Hauch von nichts, ja, mit einem lilanen Umhang. Und wenn wir das Geheimnis mal lüften, was drunter ist, dann sieht man, dass der Kopf echt proportional riesengroß ist und der Körper, der schöne lilane, lilafarbene, nenne ich es mal in der Art, Körper, doch recht zierlich ist. Ja, diese Figur habe ich lose gefunden. Sie ist komplett, der hatte weder eine Waffe noch irgendwelches Zubehör dabei, so war das halt damals. Boah, der guckt mich an, der sieht echt komisch aus. Mischung aus Frosch und ich weiß es gar nicht, irgendwas anderem. Mit diesem lilanen, mit dieser lilanen Tolle hier, finde ich aber sehr schön. Ja, da gab es auch nicht so viele Figuren. Natürlich gab es die Zylonen, es gab Starbuck, ich weiß gar nicht, ob es auch Apollo, müsste es mit Sicherheit auch gegeben haben. Aber wie gesagt, die Figuren sind relativ selten zu finden. Auf Karte liegen die auch mittlerweile Minimum bei 150 €, wenn nicht sogar, je nachdem welche Figur ist es, wahrscheinlich auch im 200er oder noch höheren Bereich. Ja, mir hat hier diese lose Figur gereicht. Ja, ich möchte auch ein paar lose Figuren haben, nicht nur original verpackt. Und den habe ich gefunden und da konnte ich auch nicht Nein sagen. Jetzt habe ich auch meine erste Kampfstern Galactica Actionfigur von Mattel. Von 1978 ist der gute in meiner Sammlung. So, jetzt springen wir wieder zack in der Zeitlinie nach vorne in die 80er Jahre. Nein, Quatsch, in die 90er Jahre, in die genau gesagt 1998er Jahre, also kurz vor der Jahrtausendwende, kam ein Film in die Kinos, der die Zuschauer sehr gespalten hat. Ich glaube noch nicht mal gespalten hat. Ich glaube, der überwiegende Tenor dieses Films war Schrott. Ich muss sagen, mir hat er früher auch nicht gefallen. Mittlerweile finde ich ihn okay. Ja, das ist auch, glaube ich, die einzigen beiden Meinungen, die es zu dem Film gibt, die ich höre. Ja, entweder ist der Film eine riesene Gurke, ein Riesenschrott, oder der Film ist, geht so. Aber dass einer sagt, ich finde diesen Film toll, ich finde diesen Film klasse, weiß gar nicht, ob ich das jemals schon mal gehört habe. Auf jeden Fall ein Film von einem deutschen Regisseur, der gute Roland Emmerich. Nein, es ist kein Independence Day. Ich habe gesagt 1998. Da ist eine Echse auf die USA losgegangen, und zwar natürlich handelt es sich um Godzilla. People have jammed the streets in the largest evacuation in the history of this city, and many people are not happy. That evacuation is Und auch von Godzilla gab es Toys, ja, zu dem Film. Ja, die Toys waren von der Firma Trend Masters. Die haben ja einige Figuren gemacht. Die haben diese Extreme Ghostbusters Figuren rausgebracht. Die haben, oh Gott, einiges an Toys rausgebracht, die nicht immer so ausgesehen haben wie in den Filmen. Und das hat sich auch bei Godzilla mehr oder weniger teilweise fortgesetzt. Ich habe hier zwei Baby Godzillas lose bekommen zu einem wirklich sehr fairen Preis. Ja, und wenn wir uns den ersten mal angucken, wie gesagt, ich glaube, das ist der erste Film, der erste Godzilla-Film, mit dem wirklich Godzillas geschlüpft sind, meine ich. Ja, es gab schon mal mit Sicherheit halt auch kleinere Godzillas in der ganzen Filmgeschichte, aber Dutzende von Baby-Godzillas, die die USA unsicher gemacht haben, die Großstadt, glaube ich, gab es noch nicht. Hier ist einer von den beiden in einem wunderschönen gelb-roter Rücken,
ja, gelb-rötlich, mit einem offenen Mund. Und die Figuren haben auch immer ein Action-Feature gehabt, das heißt Arme beweglich, Beine beweglich, Schwanz nicht beweglich. Und der hier hat als Action-Feature, der eine Arm hat, ja, kann man hoch und runter machen, ganz normal. Und der andere Arm hat eine Feder drin, da kann ich irgendwas mit einreißen. Da kann er zum Beispiel halt eine kleine Hütte kaputt schlagen. Zack, ich weiß nicht, ob man das sieht. So, zack, er ist ein Federmechanismus. Zack, zack. Oder er macht einfach, geh doch weg. Kann auch sein. Also wie gesagt, sehr, sehr schön. Ein kleiner Baby-Godzilla, der eigentlich auch schon relativ groß ist als Figur. Ja, das heißt, ich brauche jetzt natürlich auch noch den richtigen Godzilla, der dazu passt. Von dem 98er Film von der Firma Trendmasters. Ja, und hier ist der zweite Baby-Godzilla in einem schönen, ja, rot-weißer Bauch. Ja, mal gucken, kitzelig ist er nicht. Weißer Bauch, rot und ein dunkelblauer Rücken. Ja, der hat die Klauen, die Arme ganz normal, ohne Funktion beweglich. Dafür hat er auf dem Rücken, also ob man das hier sieht, auf dem Rücken einen kleinen Knopf, einen kleinen Push-Point nenne ich es mal. Und wenn ich das mache, dann geht das Gebiss auf und zu und er schnappt nach euch. Sehr, sehr schön. Ich habe die Figuren damals natürlich nicht gehabt. 98, Gott, da war ich 20. Da habe ich nichts mit Actionfiguren am Hut gehabt. Das war mir peinlich fast schon. Die waren alle gebunkert irgendwo. Die Sachen, die ich noch übrig hatte aus der Kindheit. Und ich habe mich um andere Sachen gekümmert. Laute Musik im Auto und ja, Mädchen beeindrucken und so weiter. Das heißt, ich habe die Figuren damals gar nicht gekannt. Ich wusste auch gar nicht, dass es die gibt damals. Mittlerweile finde ich sie toll und ich finde diese Godzillas auch richtig schön. Ich finde den richtig klasse. Ja, Baby Godzilla. Auch hier wiederum 90er Jahre Toyline zu filmen. Und da hätte ich gerne mehr von. Auch auf Karte, aber auch natürlich lose. Ja, richtig, richtig schön. Ein Baby Godzilla kommt selten allein. Deswegen habe ich hier gerade 2 Stück bekommen zu einem sehr, sehr fairen Preis über eBay Kleinanzeigen. Und ich freue mich da wahnsinnig, dass meine 90er Jahre Toy-Sammlung wirklich so schnell, so toll wächst. Ja Leute, das waren Massen an neuen Toys. Ich habe noch weitere Sachen gefunden oder bekommen. Wie gesagt, Videofilme habe ich noch ein paar bekommen. Ich habe Hörspiele bekommen. Ich habe auch ein ganz, 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 ganz tolles Brettspiel bekommen, welches ich damals in der Kindheit hatte oder meine Brüder hatten. Das hatte ich letztens irgendwo auf Facebook, glaube ich, gesehen. Und was soll ich sagen? Ich habe dann gedacht, boah, das hatte ich gar nicht mehr im Kopf gehabt. Wir haben es halt irgendwann wahrscheinlich weggeschmissen, verschenkt, weiß auch immer. Und ich dachte mir, boah, stimmt, das hatten wir ja. Und dann bin ich auf die Suche gegangen. Ich habe eins gefunden, nicht im besten Zustand, der Karton, aber ich habe es mir gegönnt. Und was es für ein Spiel ist, behaltet meinen Kanal im Auge. Das seht ihr in einem der nächsten Videos. Ich würde sagen, das war's. Danke fürs Zuschauen. Haltet die Ohren steif und wir sehen uns, wir hören uns, wir lesen uns. Macht's gut, euer Retro Rauner.